Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Monats-Setup im Bullet Journal. Diesmal für den Monat Juni und wir starten direkt mit der Coverseite. Und zwar läuft das bei mir diesmal über eine komplette Doppelseite und dafür schreibe ich jetzt zuerst den Schriftzug in einer klassizistischen Antiqua-Schrift. Die erkennt ihr übrigens daran, kleiner Typografieausflug, dass sie einen sehr starken Strichstärkenkontrast hat, dass sie Serifen hat und dass die Neigung quasi nicht vorhanden ist und die Buchstabenkerzen gerade stehen. Das Ganze male ich jetzt noch aus und dann ist der Schriftzug schon mal fertig. Das Thema diesen Monat sind die Farben, die ihr außen rum liegen seht, also so eine Mischung aus warmen Rosatönen und Orange. Und dazu male ich jetzt noch ein paar florale Elemente in so einer Line-Art-Technik. Und da gehe ich so vor, dass ich erstmal die grobe Form außenrum zeichne und dann so Sachen wie den Stempel und die Blätter bekommen dann noch so kleine Knicke, dann wird das Ganze lebendig. Am Schluss könnt ihr dann noch kleine Striche hinzufügen, das gibt den Blättern immer ein bisschen Struktur. Für das Zeichnen der floralen Elemente benutze ich übrigens gerne einen Füller. Das ist jetzt der AL Sport von Kaweco, kann ich euch gerne mal verlinken. Und ich benutze eine wasserfeste Tinte, die super gut ist. Das ist die sogenannte Sketch Ink. Die verlinke ich euch auch gerne nochmal. Da kann man dann nämlich mit Aquarell später drüber malen, ohne dass irgendetwas verläuft. Wie ihr seht, habe ich über dem June ja noch ein bisschen Platz gelassen, wo jetzt keine Blumen sind. Da kommt nämlich noch ein kleines Hello hin und das schreibe ich mit einem Rundpinsel und der goldenen Aquarellfarbe. Und mit der Gold geht es auch noch ein bisschen weiter, denn ich füge noch ein paar kleine Goldkleckse hinzu. Ich finde, das lockert das ganze Bild noch so ein bisschen auf. Und anschließend bekommen natürlich auch die Blüten selbst noch Farben, obwohl ich so eigentlich auch schon ganz schön finde. Aber unser Thema sind ja die Farben, die ihr außenrum seht und deswegen male ich jetzt die Blüten auch noch an. Zum Schluss setze ich jetzt noch mit einem weißen Gelstift kleine Highlights in die Blüten und dann sind die Blüten soweit fertig. Jetzt kommt noch ein kleiner Schatten für das Hello und dann haben wir die Coverseite auch schon geschafft. Lasst mir doch gerne mal einen Daumen nach oben da, wenn ihr das Gold auch so feiert wie ich. Auf der nächsten Seite geht es weiter mit einem kleinen Lettering. Dafür benutze ich auch wieder die klassizistische Antiqua, genau wie ich es beim Cover gemacht habe, und kombiniere das Ganze mit einer goldenen Schrift. Ich gehe dabei übrigens so vor, dass ich zuerst mal mit Bleistift die Buchstaben ganz normal schreibe, ohne Strichstärkenkontrast. Und erst dann skizziere ich den dazu und schaue dann, ob das überall einigermaßen gleichmäßig ist. Und erst dann gehe ich mit dem Pigmentliner wirklich da rein. Jetzt mache ich mit dem Füller da außenrum noch ein paar Blütenblätter dazu. Die mache ich natürlich auch wieder mit der Sketch Ink, damit mir da am Ende nichts verläuft, wenn ich die dann koloriere. Und auf der rechten Seite seht ihr, da bildet sich schon etwas, was ihr langsam kennen dürftet. Und zwar wird das wieder ein Selfcare-Bingo. Während ich jetzt hier noch die goldenen Wörter ergänze für das Lettering, vielleicht ganz kurz zur Erklärung für alle, die das mit dem Selfcare-Bingo vielleicht noch nicht kennen. In die 16 Kästchen schreibt ihr verschiedene Aktivitäten rein, die euch gut tun. Und immer wenn ihr eine davon gemacht habt, dann könnt ihr dieses Feld ausmalen. Und wenn ihr 4 Felder in einer Reihe entweder quer oder hochkant oder diagonal ausgemalt habt, dann habt ihr ein Bingo.
Auf meinem Blog findet ihr übrigens eine ganz lange Liste, ich glaube es sind 90 Sachen darauf, mit allen möglichen Aktivitäten, die wir als Community so zusammen gesammelt haben. Ich habe die dann einfach alle mal zusammengeschrieben und ich verlinke euch gerne diese Liste mal unter dem Video. Für den Titel des Selfcare-Bingos habe ich mir überlegt, dass das Wort Selfcare auch wieder in einer Schreibschrift geschrieben wird mit der goldenen Aquarellfarbe und das ist jetzt im Prinzip so der Blütenstiel, der die beiden Blüten miteinander verbindet. Wie auch bei den anderen Wörtern kommt jetzt noch ein kleiner Schatten dazu. Und für das Wort Bingo habe ich mir was ganz Besonderes überlegt, denn es ist ein neues Gerät im Hause Käierlein eingezogen. Und dafür brauche ich jetzt als allererstes mal so kleine Papierschnipsel. Und die ordne ich mir jetzt einmal auf so einer kleinen Platte an. Und jetzt seht ihr schon, dass ich da so kleine Stanzschablonen habe. Das ist ein Alphabet mit den einzelnen Buchstaben. Und die lege ich jetzt auf diese kleinen Schnipsel und decke das Ganze wiederum mit einer kleinen Platte ab. Dieses Sandwich wird jetzt einmal durch die Stanzmaschine gekurbelt und wenn ich das jetzt wieder aufmache, sind die einzelnen Buchstaben aus den Schnipseln ausgestanzt. Die einzelnen Buchstaben kann ich mir jetzt also zurechtschieben und aufkleben. Da in der Zwischenzeit die Aquarellfarbe getrocknet ist, kann ich jetzt wieder mit dem weißen Gelstift ein paar Highlights hinzufügen. Jetzt fehlen natürlich für das Bingo noch die ganzen Einträge und zack, da sind sie. Dann kann es ja weitergehen mit der nächsten Seite und da probiere ich diesen Monat etwas zum allerersten Mal aus, was ich bei der lieben Maximiliane nämlich gesehen habe. Das Ganze nennt sich One Word per Day und man schreibt für jeden Tag des Monats sich ein ausschlaggebendes Wort auf und das lettert man dann in ein kleines Kästchen rein. Und am Ende des Monats hat man dann eine ganz bunte Sammlung, ein Kästchen mit verschiedensten Lettering-Stilen und hat immer ein Wort, was man mit dem jeweiligen Tag verbindet. Ich finde, das ist eine wunderbare Mischung zwischen einer Erinnerungsseite und einer Kreativübung und deswegen werde ich das diesen Monat einmal testen. Auf der Doppelseite seht ihr jetzt also die Kästchen, in die ich dann die jeweiligen Wörter immer reinschreiben werde. Die Blüten male ich jetzt auf dieser Seite zur Abwechslung mal Gold an und habe dafür ja das Wort auch schon rosa geschrieben. Der letzte Spread für dieses Setup wird jetzt noch eine Wochenübersicht für den Juni und dafür drucke ich mir jetzt erstmal das Juni-Kalendarium aus. Das habe ich mir einfach selbst erstellt und drucke das mit dem Phomemo-Drucker. Und das zweite eben war noch ein Habit-Tracker, den habe ich mir ebenfalls selbst vorbereitet und einfach ausgedruckt. Das Kalendarium habe ich oben links in die Ecke eingeklebt. Ich habe das Ganze ja auf Stickerpapier geklebt, deswegen kann ich das ganz einfach festkleben. Und jetzt habe ich oben noch ein bisschen Platz für Notizen gelassen. Unten drunter werde ich meine Projekte für die Woche tracken. Und auf der rechten Seite organisiere ich meine Aufgaben wieder mit einer Running List. Dazu habe ich ja inzwischen auch ein extra Video gemacht. Das heißt, falls ihr euch immer noch fragt, wie das Ganze funktioniert, dann schaut unbedingt mal bei dem Video vorbei. Ich verlinke euch das mal. Und genau, jetzt male ich noch mit Aquarell die Blüten aus und füge noch ein bisschen Gold hinzu. Klebe unten den Habit Tracker dazu, den ich mir vorher ausgedruckt habe. Und dann habe ich bei den Projekten gerne so kleine Meilensteine, wo ich dann kleine Aufgaben reinschreiben kann, dass ich auch merke, es geht vorwärts. Und beim Habit Tracker, der bekommt jetzt noch ein bisschen Farbe. Eine letzte Sache fehlt ja noch, und zwar der Titel bei den Aufgaben. Da benutze ich diesmal eine Washi-Tape, das ist von Oder nicht oder doch, das kann ich euch auch gerne mal verlinken. Und dann blättern wir jetzt nochmal durch. Wir starten mit der Coverseite, die alle Designelemente enthält, die für diesen Monat so vorgesehen sind, also was die Farben angeht, was die Schriften angeht. Alles, was ich diesen Monat so verwenden möchte, habe ich da auch schon benutzt, zum Beispiel auch hier diese Gold. Auf der nächsten Seite geht es weiter mit dem Lettering Peaceful Mind, Grateful Heart. Ich finde, das passt ganz gut zu diesem Bingo. Und ausgefüllt habe ich das übrigens wirklich mit Hilfe des Blogbeitrags, wo wir alle unsere Ideen gesammelt haben. Dann geht es weiter mit dem Layout für One Word per Day. Ich bin wirklich gespannt, wie das funktionieren wird. Das wird ja jetzt über den Monat erst noch gefüllt. Und dann kommt auch schon die erste Wochenübersicht für Juni. Hier kann ich super meine wichtigsten Projekte und meine Gewohnheiten tracken und habe auf der rechten Seite einen sehr guten Überblick über meine ganzen Aufgaben. Das ist also mein komplettes Setup für den Juni. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr die Farben und die Schriften auch so gerne mögt wie ich, dann lasst unbedingt einen Daumen nach oben da und abonniert diesen Kanal für weitere Videos. Ich freue mich von euch zu hören und sage bis bald.